Auch wie er es der Mannschaft übermittelt hat, das war sehr stilvoll und trotzdem am Ende die richtige Entscheidung. Ja, ich glaube, über Mike sind schon sehr, sehr viele Geschichten in diesem Club geschrieben worden. Er ist unglaublich committed. Er hat einige Stationen in diesem Club auch schon durchlebt und brennt für diese Aufgabe. Ist herausfordernd, aber in solchen Zeiten muss man zusammenhalten, vorweggehen und ich glaube, das versucht jeder Einzelne. Am Samstag steht das Heimspiel gegen den SV Werder Bremen auf dem Programm. Unter anderem darüber wollen wir sprechen mit Sportdirektor Sebastian Kehl. Hallo Sebastian. Hi. In dieser ja doch aufwühlenden Woche müssen wir aber auch einmal kurz zurückschauen. Ihr habt euch dazu entschieden, das Trainerteam rund um Nuri Sahin freizustellen. Über die Gründe habt ihr gesprochen. Wie hat Nuri diese Entscheidung aufgenommen? Ja, natürlich war er traurig, er war auch enttäuscht, aber er war auch klar, hat ein großes Verständnis auch gezeigt für die Situation, hat es sehr professionell aufgenommen, weil ihm am Ende natürlich auch die Lage bewusst war, ihm der Club am Herzen liegt, aber trotzdem war es eine sehr, sehr gute Kommunikation mit ihm in den letzten Tagen, auch nach dem Frankfurt-Spiel. Wir wussten, in welcher Situation wir auch stecken als Club. Und am Ende weiß er auch, dass er natürlich als Cheftrainer dann auch die Verantwortung trägt mit seinem Trainerteam. Aber so wie wir es gemacht haben am Ende, wir auch gemeinsam die Gespräche nach Spielschluss dann geführt haben, im Mannschaftshotel auch mit der Mannschaft kommuniziert haben, auch wie er es der Mannschaft übermittelt hat, das war sehr stilvoll und trotzdem am Ende die richtige Entscheidung. Du hast gerade angesprochen, wie er es der Mannschaft übermittelt hat. Man hörte auch, es waren durchaus auch sehr emotionale Szenen. Ja, weil natürlich alle hart daran gearbeitet haben, weil er komplett committed war. Er und sein Trainerteam in dieser Verbindung auch natürlich versucht haben, in den letzten Wochen alles zu tun, um Borussia Dortmund auch wieder auf Kurs zu bringen. Und wenn das dann mit 4 Niederlagen nun mal in diesem Jahr einfach eine solche Negativserie gibt, dann belastet es auch. Und man hat gemerkt, dass er emotional berührt war. Aber dass er natürlich auch lange genug dabei ist, dass er diese Situation nachvollziehen kann. Und auch von Seiten der Mannschaft gab es eine richtig gute Reaktion. Ich glaube, dass die Jungs auch wissen, in welcher Situation wir jetzt sind und dass sie natürlich auch in der Verantwortung stehen. Stichwort Mannschaft. Wie sah dein Austausch mit der Mannschaft in den jüngsten Tagen aus? Wie haben Sie auch diese Entscheidung aufgenommen? Ja, das war an diesem Abend im Mannschaftshotel. Nuri hat die Worte gewählt. Wir haben dann nochmal zur Mannschaft gesprochen. Lars hat das getan, ich habe das getan. Aber auch die Mannschaft hat das, ja, natürlich war das nicht der Plan. Wir haben es auch natürlich trotzdem aufgenommen und sich sind ihrer Verantwortung bewusst. Wir haben jetzt natürlich versucht, direkt im Anschluss auch schnellstmöglich die Mannschaft darauf vorzubereiten, was jetzt uns am Wochenende erwartet. In welcher Situation wir uns so befinden, müssen wir, glaube ich, nicht nochmal extra betonen. Und dass wir unbedingt Siege brauchen an dieser Situation, hat sich auch nichts geändert. Daher sind natürlich jetzt viele Einzelgespräche, Gruppengespräche stattgefunden. Und das wird auch das Ziel sein, die Mannschaft optimal jetzt auf den Samstag vorzubereiten mit unserem Interimstrainer Mike Tolberg. Du sprichst Mike Tolberg an, Interimstrainer. Der ist seit 2020 unser U19-Trainer, hat zuvor ein Jahr die U23 für ein Jahr gecoacht. Was erwartet ihr von ihm? Ja, ich glaube, über Mike sind schon sehr, sehr viele Geschichten in diesem Club geschrieben worden. Er ist unglaublich committed. Er hat einige Stationen in diesem Club auch schon durchlebt und brennt für diese Aufgabe, als wir uns mit ihm nach Spielschluss auch zusammengesetzt haben oder beziehungsweise telefoniert haben. Und dann man auch sehen, dass er natürlich für diese Aufgabe alles geben wird, für diesen Moment auch am Ende für den Club alles tut. Und das hat er in seiner Vergangenheit getan. Er ist ein sehr, sehr emotionaler Mensch, ein sehr heißblütiger Mensch, der auch den Fußball lebt und alles dafür tun wird, dass wir am Wochenende erfolgreich sind. Und trotzdem ist er sich seiner Rolle bewusst. Ich fand heute Morgen, so wie er auch zur Mannschaft gesprochen hat, das war sehr, sehr gut, es war sehr klar, es war menschlich und trotzdem ja, will er jetzt alles versuchen, um ein klein wenig Leichtigkeit, ein klein wenig Freude und Spaß auch an den Dingen wieder in den Alltag zu bringen, auch wenn das im Moment natürlich schwerfällt. Du hast gerade eben auch noch so ein Gespräch mit der Mannschaft angesprochen. Wie könnt ihr in so kurzer Zeit jetzt eigentlich auf die Mannschaft einwirken? Ja, wir können Einzelgespräche nochmal führen, das haben wir aber auch in den letzten Wochen getan und am Ende versuchen wir gemeinsam jetzt die Mannschaft auf diesen Samstag vorzubereiten, sowohl taktisch, technisch, das sind die Aufgaben, die das Trainerteam und sein Staff mit übernimmt und ansonsten natürlich auch sie in die Verantwortung zu bringen, dass ich glaube, jeder, der am Samstag im Stadion sein wird, alles von dieser Mannschaft erwartet, dass sie alles raushauen, dass sie sich für den Club in dieser Situation auch komplett reinhängen
und dass die richtige Haltung, die richtige Bereitschaft an den Tag gelegt wird. Ich glaube, dann haben wir alle Chancen, dieses Heimspiel zu gewinnen. Und gesprochen haben wir viel in den letzten Wochen, ehrlich gesagt. Es ist auch viel diskutiert worden. Es gibt im Moment genug Gesprächsstoff. Ich glaube, wir sollten dazu beitragen, dass wir vor allem jetzt am Samstag auf dem Platz die richtigen Dinge tun und vor allem wieder Erfolgserlebnisse eingehen. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende für diesen Club in der aktuellen Situation, um wieder in die Spur zu kommen. Um mal jetzt ganz kurz Samstag auf den Gegner zu blicken. Werder Bremen stehen einen Platz vor uns, aber auch im Kalenderjahr 2025 auch nicht gut gestartet. Was erwartest du da am Samstag für einen Gegner, für ein Spiel? Ja, ist richtig. Die Bremer haben jetzt auch nicht unbedingt eine perfekte Phase im Januar durchlebt und kommen jetzt nach Dortmund. Natürlich werden sie sich eine Chance ausrechnen, in dieser Situation auch vielleicht hier was mitnehmen zu wollen. Aber es wird am Ende egal sein, welcher Gegner uns am Samstag in diesem Stadion gegenübersteht. Wir müssen die richtige Haltung haben, wir müssen die richtige Intensität haben. Wir werden mutig spielen wollen. Wir werden versuchen, intensiv am Samstag auch diese Aufgabe anzugehen. Und dann ist es auch egal, wer jetzt dann in der Startformation stehen wird. Ich erwarte, dass wir alle gemeinsam versuchen, an diesem Ziel zu arbeiten, dass wir uns dieser Aufgabe bewusst sind. Und daher machen wir uns weniger Gedanken um Werder Bremen, sondern wir versuchen vor allem, uns auf uns zu konzentrieren und jetzt auch gar nicht zu viele verrückte Dinge tun, sondern vor allem sich auf die einzelnen Basics zu konzentrieren. Das war auch die Aufgabe in den letzten Tagen. Aber das müssen wir besser machen. Und ich habe auch ehrlich gesagt große Hoffnung, dass das am Samstag funktioniert. Wie sieht die kurzfristige Zielstellung aus? Die kurzfristige Zielstellung ist einfach am Samstag dieses Spiel zu gewinnen. Und das ist das Entscheidende, weil alles andere spielt im Moment keine Rolle. Natürlich haben wir Themen, natürlich beschäftigen wir uns auch mit der Trainerthematik. Das ist unsere Verantwortung, da in den nächsten Tagen auch vorwärts zu kommen. Aber erstmal geht es darum, am Samstag 3 wichtige Punkte zu holen, um unsere Tabellensituation in der Bundesliga zu verbessern, um auch ein klein bisschen Selbstvertrauen wieder zu bekommen. Aber es kann nur der erste Schritt sein. Und wir wissen, dass wir danach dann zu Hause gegen Donetsk in der Champions League auch 3 wichtige Punkte brauchen. Also wir werden uns einfach von Spiel zu Spiel jetzt auf die Aufgaben konzentrieren wollen, auch müssen. Alles andere macht gar keinen Sinn. Wie müssen wir uns denn jetzt deine nächsten Tage vorstellen? Denn Trainersuche, auch vielleicht Spielerverstärkung liegt in deinem Beritt. Also wie müssen wir uns deine Tage vorstellen? Ja, sie sind intensiv, aber das ist ganz normal in dieser aktuellen Phase. Und vor allem, wenn man jetzt kurzfristig einen Trainer wechseln muss, kommen natürlich noch viele Themen hinzu. Und ja, wir führen viele Gespräche. Wir versuchen vor allem aber auch hier zusammenzustehen, klaren Blick zu behalten, in keinen Aktionismus zu verfallen und auch gute Entscheidungen im Sinne des Clubs zu treffen. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Und trotzdem haben wir natürlich eine Mischung aus strategischen Themen und auch die Tagesaktualität, die uns umtreibt. Und daher, ja, es ist herausfordernd. Aber in solchen Zeiten muss man zusammenhalten, vorweggehen. Und ich glaube, das versucht jeder Einzelne. Sebastian, in dem Wissen, dass du wirklich viel zu tun hast gerade, vielen, vielen Dank, dass du dir auch die Zeit für uns genommen hast. Alles Gute dir, euch, uns allen natürlich, dass wir am Samstag auf die Siegerstraße zurückkehren. Vielen Dank.